Hallo, willkommen zu Lonestar. Wir spielen Sherlock Holmes, The Awakened. Ja, wir haben das Geheimnis von Barnes erfahren. Er steht auf die Nachbarin. Naja, kann man ja verstehen. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Ja, haben wir uns noch einen Rabatt rausgehandelt? Sehr gut. Was haben wir jetzt? Das haben wir ja schon gelesen hier. Was haben wir jetzt aber vor? Das fehlt mir so ein bisschen. Wir werden vermutlich wieder nach Hause gehen, oder? I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Hätte er nicht sagen müssen, what says you? Naja. Stenwick's Investigation, oder was war das? Stenwick's Mansion. Captain Stenwick has a large mansion nearby. It is located on the same street as Barnes' bookshop. Aha, aha. Pin the evidence. Ach so. Wir haben kein Bild. Dann brauchen wir das ja auch nicht pinnen. Ich glaube, wir sind da eh schon mal dran vorbeigelaufen. Hier ist Stenwick Manor. Ja, ich glaube, da brauchen wir keinen Fast Travel hin. Also hier um die Ecke werden wir es schon noch schaffen. Wir schauen noch mal ganz kurz. Was hat er jetzt mit den anderen Sachen gemacht? Die sind jetzt alle weggeschmissen, kann das sein? Den haben wir immer noch. Brauchen wir den überhaupt noch? Nach was sortiert er das? Wir wissen es nicht. Das ist jetzt wohl irgendwie nach Farbe sortiert. Und hier ist vielleicht nach Eingang. Wer weiß. Ein A und ein C haben wir. Marktstände. Waren die nicht da einmal weiter? Moment, nochmal umgucken. Von wo sind wir denn gekommen? Bin mir nicht so ganz sicher, warum wir jetzt hier stehen. Gefährlich. Ah, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Hier wird gebaut. Road closed. Die hier die Metro bauen? Weiß gar nicht, wann die gebaut wurde. The Lucky Bar. Ach, Lucky's. Here at the Strand. Get your copy of the Strand here. Ah, hier sind wir wieder zu Hause. Ich glaube, wir sind ganz umständlich da außen rumgelaufen. Der macht immer noch Werbung dafür, obwohl er überhaupt keine Zeitung hat. Und hier liegt sie eigentlich an jeder Ecke. Not much further now. Wir wollen uns erstmal hier umsehen.
Hier können wir es auch noch lesen. Hier sind sogar mehrere Ausgaben. Mysteries of Sirius Black? Okay. Ein Tee. Seems to be for me. Seems to be for me. Ja, ich habe immer noch nicht kapiert, in welche Richtung man es halten muss, damit man es lesen kann. Unnaturally bent legs, yet they look to be a design choice. Da war doch die Kitty vorhin, oder? Ja, ich weiß. Sherlock ist einfach ein bisschen unterbeschäftigt. Deswegen macht er sich jetzt um solche Sachen Gedanken. Die mit sinnlosem Hinterhergerenne, ich glaube, hier geht's rein, zu tun haben. Wir kommen ja gleich wieder zurück. Ich frage mich, hätte man das vorher schon finden können? Oder erscheint es immer erst in dem Moment, wo man die andere gefunden hat? Wer weiß. Interessante Poster. Krähe oder was soll es sein? Na, größer als gedacht hier. Vielleicht geht es auch nachher noch auf. Hier sind jetzt einige Sachen versperrt, einige Wege. Wir schauen nochmal auf den Plan. Links um die Ecke und dann ein X. Ich hätte es ja eigentlich jetzt hier erwartet, aber da ist nichts. Oh, wir schmeißen hier alles um. Da. Was macht der da? Sehr seltsam. Hier ist das Tor. Da ist links um die Ecke. Oder meinen die hier irgendwo? Wer hat denn den Hund dahin gemalt? Und irgendwelche Tiere. Irgendwelche Fische oder sowas. Investigation Scene gefound. A small minecart. Endearing, if disturbing. Looks like putting something in the slot may get the gears inside to move. Ja, aber hier sind 3 Szenen. Wir haben aber nur 2 von denen bisher gefunden, glaube ich. Looks like a factory to me. Wonder what could get the gears inside moving. Den wollen wir nicht. Den da wollen wir. A model of a homely room and fireplace. Da ist eine Schublade, die können wir aber nicht öffnen. Hier soll es nochmal was geben. A model of a homely room Ja, and das fireplace. haben wir. Fehlt da vielleicht irgendwo was?
Da steht 1 von 2. Mich hätte ja diese Schublade interessiert, aber die interessierten nicht. Ah, man kann noch mal hoch und runter gucken. Ah. Chimney bears a peculiar form, like it's meant to have something put inside. Was haben wir denn? Baby Doll. Girl Doll. Kann ich mir die eigentlich nochmal anschauen? Nein. In the secret yard lie miniatures with mechanisms inside them. One miniature depicts a mine. One miniature depicts a mine with a small minecart. A miniature represents a factory. A miniature fireplace occupies the yard. Bin mir echt nicht sicher, ob wir den einen gefunden haben hier. Wo war die Karte? Hier. Den da. Ich glaube, uns fehlt eine. Oder? Ach nee, hier ist noch ein Boy. Bandlegs. T. C. Also könnte Tag sein. Oder Cat. Versuchen wir es doch mal damit. Wie bekomme ich jetzt hier das rein? Ach, die setzt davon selber ein. Sag ich schon. C. Was steht hier? Charles. Charles. Charles Key. Mhm. Geht auch hier sicher das A rein. Und dann kommt als nächstes das T. Cat. Tom. Tomcat. Tom. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Ja. Wir sind doch gerade hier. Wir haben jetzt 3 Schlüssel. Und hier sind 3 Schlösser. Children's clothes, judging by the size. Wir wollen doch nicht die Kinder bestehlen hier. Wieder ein sehr stranges Gemälde. Grim view. Ah, hier eingefallen. Und es ist auch nicht ganz dicht hier. Ich weiß nicht, warum haben sie das Bett nicht auf die andere Seite, wo es nicht reinregnet. Ja, die haben wir schon gefunden. Das war die allererste. Welcome to the hunt. Padlocks have names etched onto them. Anne, Tom, Charles. Ein M? Masked doll. Seems recently made. Death Certificates. Oh, die sind alle gestorben. Anne Coldrain, age 12. Blood loss due to leg injury. Oh. Tom Gill, age 5. Cause of death, smog poisoning. Charles Potter, age 14. Cause of death, severe burns, debilitating injuries. Oh, die Armen.
alle tot. Das ist wohl ein Bild von denen. Charles, Anne, Tom. Tom, Charles, Anne and Mary. Können wir uns Mary nochmal angucken? To the smartest pigeon of them all. You finally made it. You found the last piece of the puzzle. But it's not only the last piece in this hunt, it's the last piece ever, my street pigeons. I know to a lot of you my riddles were the only glint of light in your day. But shining that soul beam meant being surrounded by complete darkness. With Charlie's death, the third of our foursome, my lips have lost the ability to smile. Life has forced us to work where we don't belong, squeezing what little weight we had out of us. Each day ended with me praying that the next, when I'd have to climb down the chimney again, breathe those awful fumes, listen to all these screams, would never come. And I don't even know how to pray. My friends thought I was the strongest, but with every loss I felt smaller and weaker, and now I feel nothing at all. So, goodbye. I have hope that one day you can fly away to warmer places, happier times, and never again have to be forced to give up your lives for scraps. Not sure I like the treasure hunt's ending. Could we really have saved her, Holmes? No. Solving this crime is beyond my reach. It is society who must work on sparing children from death by hard labor. The dreams of children, case complete. Ja, haben furchtbare Sachen arbeiten müssen, sind alle dran gestorben. Und so wie es aussieht, der letzte sich vermutlich im Wasser ertränkt. There was a collection of dolls scattered in the neighborhood around Baker Street. They were a game for local children, a treasure hunt to distract them from the horrors of life on the street. Clues attached to every doll led to a secret yard which held a locker containing the story of the game's creator. The brains behind the treasure hunt was a girl whose friend died due to the exploitation of child labor. She designed the game to be a light in the darkness for other street kids, but could carry on no longer. This was her last treasure hunt, designed to be a goodbye letter. What happened to her next is unknown, but the miniature of a girl floating under the bridge found in the last locker hints at no happy ending. Ja, eine traurige Geschichte. Aber Holmes kann die Gesellschaft hier auch nicht ändern. So. Da ist schon ein Polizist. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law,
We'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Also zuerst mal möchte ich sagen, ich mag ihn nicht. Er hält sich hier wieder für was Besseres. Glaubt, er hätte ein Special Treatment hier verdient, bloß weil er irgendwie ein Aristokrat oder Besserverdiener oder sowas ist. Da ist er bei uns bei der ganz falschen Adresse. Aber wollen wir uns ja trotzdem den Fall anschauen. Aber beschweren bei der Polizei tun wir uns nicht. Über sowas stehen wir drüber. Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a Woher wit kennt of er die English. Tattoos von Never dem? bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Aha, geht schon wieder nur um Geld oder was? Kimahir. Das ist ein schwieriger Name. Ich hoffe, wir können uns ihn halbwegs merken. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. Oh mein Gott! He must have escaped the night before yesterday. Escaped? Das klingt ja schon wieder nicht gut. Hat er einen Grund gehabt abzuhauen? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Aha, hat also gucken müssen, ob er vielleicht irgendwo tot ist. Das kommt anscheinend öfters vor. Das ist mein erster Gedanke, wenn in der Früh der Dienstbote nicht da ist, liegt er tot in seinem Zimmer. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Ja, das klingt ja nach einem Worten, really bargain, ne? All the cabbage he could eat. Vermutlich hat er das gehasst, das Zeug, und hat sich dann gedacht, weißt was, bin weg hier. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. So kann man es auch nennen. Ja, hat ihn aus seiner Heimat irgendwie vertrieben und hat ihn da vor der Savagery da geschützt. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Aha, bezahlt hat er ihn also auch nicht, sondern hat sich gesagt, sein ganzer Lohn bleibt bei mir schön im Safe, da ist er sicher. Watson, sollen wir echt für diese Pfeife arbeiten? Aber dem könnte ja echt was passiert sein, also vielleicht schauen wir da einfach mal nach. Aber wenn wir hier schon mal sind, gucken wir uns doch kurz um. Taube. Liegt da Käse auf dem Tisch? Und Kaffee... Nee, Teetassen, oder? Wir sind ja in England. Tee. Aber liegt hier im Regen. Und hier regnet es auch überall durch. Nicht sehr gut. Und ein Hut liegt auch noch rum. Seltsam. Es wollte mal ein Teich werden. Na, das Wasser sieht aber seltsam aus. Hier bei den Füßen, wenn man da mal guckt. Naja. Da kreisen schon die Geier über dem Haus. Kopflose Statue.
Wird der Kopf dran gebaut oder ist er hier liegt er? Oder abgemacht? Fußabdrücke. Chewing tobacco. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Was ist hier? Kann ich hier irgendwas machen? Uns fehlt noch ein Hinweis. Ich würde den gerne anschauen, aber das geht nicht. Fehlt uns da vielleicht noch was, bevor wir es angucken können? Den Hammer. Da ist der Schuh. Ja, ich glaube, wir lassen es nochmal. Da liegt auch eine Hand. Oh, jetzt schmeißen wir die Leiter gleich um. Nee, geht tatsächlich nicht. Und ich muss nochmal nachgucken, es gibt da glaube ich irgendeine Hilfe dafür, was dieses Zeug bedeutet. Und wir schauen uns vielleicht erstmal in dem Häuschen um. Concentration helps you pick up smaller details about the world around you. When you see a wavy green circle, press Q to observe the object more closely. Don't forget to pin the relevant evidence. Some clues won't be visible without it. Aha, aha, okay. Wir sollen also Q drücken. Halt, was war da gestanden? Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Ah, okay, da hat sich also einer hingekniet. Aber wir sollten uns erstmal anschauen. Parallel Tracks Wheels. Could have left these tracks. They seem fresh. Kann man da irgendwas dann auswählen? Ach so, das muss ich anpinnen. Ja, ja. Ich glaube, wir gucken uns erstmal innen um, habe ich ja gesagt. Wow, was für eine schöne Hütte der bekommen hat hier. Kimmy hier ist Shack. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Okay, wurde angegriffen. Jetzt soll es nochmal einen zweiten geben. Ah, der zweite Hinweis erschließt sich mir gerade nicht. Schauen wir erstmal ein bisschen weiter. A scrap of Hessian.
These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Okay, hier gab es wohl einen Kampf. Da ist irgendwie hängen geblieben. Ist über diese Kiste gestolpert. Und ist dann hier reingefallen. Hat einen Gesichtsabdruck gegeben. Und so groß wie der ist, war das vermutlich der. Hier ist ein Schlüssel. Können wir uns aber gar nicht anschauen. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Ja, anscheinend hat er nur so schlechte Sachen bekommen. Und dann wird er wirklich schlecht hier. Also da, so ein Bett hier nur. Und dafür den Angestellten. Ja. No air coming through it. Ist so verstopft. Is this a Tanifa, a Maori water spirit? Or something else? Either way, it's giving me chills. Können wir uns dann noch näher umschauen. Da fehlt uns noch ein Hinweis. Ob wir ihn jetzt schon sehen. Ah. A small navy spyglass. Hat er das vielleicht verloren? So, hier. Da ist der Lappen oder was weiß ich was. Aha. Der hat vermutlich den Ofen angehabt. Dann wurde der zugestopft. Innen drin ist alles mit Rauch vollgegangen. Der ist aufgewacht, ist dann über die Kiste gestolpert, in das Fass da reingefallen und dann wurde er vermutlich überwältigt. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. So stelle ich mir das gerade vor. Danach wurde er abtransportiert. Ja, wir müssen irgendwas anpinnen. Vermutlich diese Spuren. Damit wir gucken können, was als nächstes hier passiert ist. Das machen wir aber nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.